Ja, hallo liebe VfB Stuttgart-Fans und Fußballfans. Willkommen zurück auf Werners Fußballecke zu einem neuen VfB-Transfer-News-Video. Der VfB Stuttgart spielt nächste Saison ja wieder Champions League. Und genau deshalb wird natürlich schon fleißig an möglichen Verstärkungen für den Kader 2026-27 gearbeitet. Und heute schauen wir uns mal 5 richtig spannende Transfergerüchte rund um den VfB Stuttgart an. Welche Spieler könnten wirklich nach Stuttgart wechseln und wer würde perfekt zu Sebastian Hoeneß passen? Also bleibt unbedingt dran, denn da sind heute echt wirklich interessante Namen dabei. Und möchtest du mehr VfB Stuttgart News von Werners Fußballecke sehen, dann lass mir gerne ein Like fürs Video da, abonniere meinen Fußballkanal, aktiviere die Glocke und du verpasst keine VfB-News mehr von mir. Ja, eines der aktuell heißesten VfB-Transfergerüchte ist Sebastian Nanasi von Straßburg aus der ersten französischen Liga. Und ja, Stuttgart hat für den linken Mittelfeldspieler wohl bereits ein Angebot von knapp über 19 Millionen Euro abgegeben. Dieses wurde aber von Straßburg auch sofort wieder abgelehnt. Wie man aktuell hört, verlangen die Franzosen wohl eine Ablöse im Bereich von knapp 25 Millionen Euro. Schaut man sich die letzten Spielzeiten von Sebastian Nanasi genauer an, sieht man aber direkt auf den ersten Blick, dass er extrem torgefährlich ist und dazu auch regelmäßig Tore vorbereitet. Dazu ist Nanasi offensiv auch noch flexibel einsetzbar. Er bringt starke Zahlen auf den linken Flügel mit, hat aber auch genauso gute Werte im offensiven Mittelfeld. Nanasi gilt als exzellenter Spielmacher und Pressingspieler. Dazu verfügt er über eine richtig starke Schusstechnik und eine sehr gute Übersicht auf dem Platz. Würde der VfB Stuttgart Nanasi wirklich für die nächste Saison verpflichten, hätte man ihn gleichzeitig einen starken Backup-Spieler für Chris Führig, aber eben auch eine weitere Option für El Kanouche. Und deshalb gehe ich persönlich schon stark davon aus, dass man sich am Ende vielleicht irgendwo bei 23 Millionen Euro knapp mit Straßburg auf einen Transfer einigen könnte. Was würdest du von so einem VfB-Transfer halten? Schreib mir deine Meinung auf jeden Fall unten in die Kommentare. So, schauen wir uns jetzt aber direkt das nächste Stuttgart-Transfergerücht an. Ja, Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg, richtig. Aktuell hat Amoura einen Marktwert von ungefähr 27 Millionen Euro und jetzt, nachdem Wolfsburg in der zweiten Liga abgestiegen ist, könnte man ihn eventuell sogar zu einem richtig guten Preis bekommen. Klar, der VfB ist mit Dennis Undav und Demirovic im Sturm eigentlich schon sehr gut besetzt, auf jeden Fall, aber gerade für die Champions League brauchst du eben nochmal zusätzliche Qualität und vor allem mehr Breite im Kader. Natürlich hat der VfB mit Jean-Marie Arevalo auch noch ein junges Sturmtalent. Allerdings reicht es für ihn in dieser Bundesliga-Saison gerade mal für 32 Minuten Spielzeit. Und man darf auch nicht vergessen, was wäre denn, wenn sich ein Demirovic oder gerade ein Dennis Undav mal länger verletzen sollte? Was wir natürlich alle nicht hoffen wollen. Schaut man sich dazu die Saison von Mohamed Amoura genauer an, sieht man auch, dass er eigentlich immer regelmäßig Tore erzielt. Dabei darf man aktuell in dieser Saison auch nicht vergessen, dass beim VfL Wolfsburg offensiv insgesamt wirklich nicht viel funktioniert hat. Da hätte es wahrscheinlich jeder Stürmer schwer gehabt zu überzeugen. Trotzdem kommt Amoura in dieser Saison immerhin auf 8 Bundesligatoren und zusätzlich noch auf 4 Torvorlagen. Dazu kann er nicht nur im Sturm spielen, sondern auch links außen oder rechts außen eingesetzt werden. Und mit einem Topspeed von ungefähr aktuell 35,12 km/h in der aktuellen Fußball-Bundesliga-Saison wäre Mohamed Amoura sogar einer der schnellsten VfB-Spieler im Kader. Also für mich persönlich wäre das schon ein richtig starker VfB-Transfer. Gerade mit dem Blick auf die Champions League, aber natürlich auch auf die neue Fußball-Bundesliga-Saison 26-27. Sollte Stuttgart Mohamed Amoura holen oder eher nicht? Deine Meinung jetzt auf jeden Fall in die Kommentare.
So, und jetzt kommen wir mal zu einem echten, wirklich mega interessanten Spieler. Ja, Rooney Bachci vom FC Barcelona, 20 Jahre jung und ein klassischer Rechtsaußenspieler. Und aufgrund seiner starken Technik, seiner Qualität im 1 gegen 1 und seiner Bewegung ohne Ball wurde er schon mehrfach gerade in der Vergangenheit als schwedischer Messi bezeichnet. Das große Problem von Bachci beim FC Barcelona heißt aktuell aber ganz einfach richtig Lamine Yamal. Denn dadurch kommt Bachci aktuell gerade mal auf 872 Spielminuten in insgesamt 28 Saisonspielen für Barcelona. Und genau deshalb liebäugelt er mit einem Transfer im Sommer. Wie man jetzt auch zuletzt lesen konnte, könnte Rooney Bachci laut Hansi Flick den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen. Dazu hört man aktuell von einer möglichen Ablösesumme im Bereich von rund 20 Millionen Euro. Und ja, das ist natürlich schon eine richtig stolze Summe für einen gerade mal 20-jährigen Spieler, bei dem man natürlich auch noch nicht hundertprozentig weiß, wohin die Entwicklung am Ende gehen wird. Aber schaut man sich sein Talent und seine Stärken genauer an, dann kann Rooney Bachci bei regelmäßiger Spielzeit und unter einem Trainer wie Sebastian Hoeneß der junge Spieler extrem gut weiterentwickeln kann, wirklich ein Spieler mit absolutem Weltklasse-Potenzial werden. Ob sich der VfB Stuttgart so einen Transfer inklusive einer möglichen Ablöse von knapp 20 Millionen Euro am Ende wirklich zutraut, ist natürlich dann jetzt schon die große Frage. Und klar, ein gewisses Risiko wäre das definitiv natürlich auch. Ist man beim VfB aber wirklich komplett von Rooney Bachci überzeugt, dann sollte man sich nach meiner Meinung nach auf jeden Fall trauen, diesen Transfer im Sommer durchzuziehen. Und jetzt kommen wir direkt schon zum nächsten Transfergerücht beim VfB Stuttgart. Ja, Mathys Canguil vom PSG. An dem Offensivtalent vom PSG ist aktuell übrigens nicht nur der VfB Stuttgart sehr interessiert. Auch der HSV, wie aber auch Eintracht Frankfurt sollen Mathys Canguil für die nächste Saison auf ihren Transferzettel haben. Und was diesen Transfer natürlich nochmal besonders interessant macht, Canguil möchte PSG wohl im Sommer verlassen und wäre aktuell sogar ablösefrei zu haben. Dazu soll der VfB Stuttgart dem Youngster bereits konkrete Perspektiven für einen möglichen Wechsel nach Stuttgart aufgezeigt haben. Seine Hauptpositionen sind das offensive Mittelfeld wie aber auch der Sturm. Und dafür, dass er gerade mal 17 Jahre alt ist, bringt Mathys Canguil schon extrem starke Qualität mit. Er verfügt über herausragende Ballkontrolle, starke Übersicht, spielt präzise Pässe sowie richtig gute Schnittstellenbälle und kreiert auch regelmäßig gute Torchancen. Dazu ist Canguil schnell, technisch extrem elegant und für sein Alter schon erstaunlich abgeklärt. Also auch hier könnte man ihn definitiv als Backup für El Kanouche sehen, gleichzeitig aber eben auch zusätzliche Option für Demirovic bzw. Dennis Undav im Sturm. Und wenn der VfB ihn wirklich unbedingt haben möchte und dazu natürlich auch noch das Argument Champions League mit ins Spiel bringt, dann sollte Stuttgart meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gute Chancen für einen Transfer haben. So, liebe VfB-Fans, dann schauen wir uns jetzt mal das letzte heiße Transfergerücht für heute an. Richtig, Konstantinos Mavropanos. Und ja, viele von euch kennen ihn natürlich noch aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Von der Saison 2020-21 bis 22-23 absolvierte der Innenverteidiger insgesamt 89 Spiele für den VfB Stuttgart. Da sein aktueller Verein West Ham United jetzt aus der Premier League abgestiegen ist, liest man aktuell immer häufiger, dass Mavropanos den Verein im Sommer verlassen könnte. Allerdings soll auch hier Borussia Dortmund großes Interesse an einem Transfer haben. Und der BVB möchte ihn wohl direkt verpflichten, während, wie man hört, der VfB Stuttgart ihn erstmal nur leihen möchte. West Ham United möchte Mavropanos aber wohl eigentlich direkt verkaufen und verlangt dafür eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro. Und ja,
Für mich persönlich wäre Konstantinos Mavropanos für den aktuellen VfB Stuttgart Kader auf jeden Fall nochmal ein echtes Upgrade. Gerade ja mit Blick auf die Champions League. Klar, du hast mit Luka Čakeš und Fenjelč schon sehr starke Spieler in der Defensive, aber ein Mavropanos bringt mit insgesamt 192 Spielen für den VfB Stuttgart und West Ham einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung mit. Also für mich persönlich würde man bei einem Transfer von Konstantinos Mavropanos wirklich überhaupt nichts falsch machen. Ja, liebe VfB Stuttgart-Fans, das waren jetzt mal 5 aktuelle VfB-Transfergerüchte für die neue Saison. Welchen Spieler allgemein auf dem Transfermarkt oder vielleicht auch eure ganz eigenen Ideen würdet ihr gerne in der nächsten Saison 2026/27 im VfB Stuttgart-Trikot sehen? Ab mit deinen Spielern und Transferideen unten in die Kommentare. Also dann Leute, bleibt sportlich und wir sehen uns dann beim nächsten VfB-Transfervideo auf Werners Fußballecke. Bis dann. Tschüss.